Wir haben einen guten Flow gefunden. Mit Rami, mit Schlotti, mit Waldi. Auch mal ein bisschen physisch sein, auch mal einen reingrätschen. Ich hoffe sehr, dass dann ein geiler Kampf wird. Gemeinsam aufzutreten, ne? Das ist das, was uns stark gemacht hat. Und dann läuft das. Greg, du bist zurück von der Schweizer Nati in Dortmund und deine Bilanz ist beeindruckend. Kein Gegentor in den letzten 5 Länderspielen. Was bedeutet dir sowas persönlich? Gibt es da in der Kabine dann auch mal einen Schulterklopfer? Ja, ich glaube für mich persönlich, ich finde es ist immer eine Teamleistung, ne? Vor allem zu Nullspiele sowieso, weil ich bin angewiesen auf wie gut meine Vorderleute, was für Bälle die mir auch aufs Tor lassen. Ne? Von daher glaube ich, ist es eine sehr gute Teamleistung. Aber klar, wenn du als Torwart bekommst du natürlich gerade so ein bisschen vom Umfeld nochmal mehr Aufmerksamkeit, sage ich mal, für zu Null-Spiele. Wobei ich persönlich das als eine ganz klare Teamstatistik ansehe. Auch gegen den BVB ist es schwer in dieser Saison Tore zu schießen. 4 in 6 Bundesligaspielen gab es erst. In der gesamten Bundesliga ist Borussia Dortmund, jetzt sind wir wieder bei deinem Thema, was für Chancen lässt man zu, ist Borussia Dortmund die Mannschaft, die die wenigsten Schüsse aufs eigene Tor zulässt. Inwiefern hast du das Gefühl, dass das momentan vielleicht der abgeklärteste BVB ist, seit du hier bist? Wir haben einen guten Flow gefunden. Ich glaube, wir spielen ziemlich erwachsenen Fußball auch. Und klar, je weniger man hinten zulässt, je weniger offen man steht, je einfacher hat man es auch, Spiele zu gewinnen. Ne? Weil es egal, wie gut du offensiv bist, wenn du dich in ein zu großes Loch hinten bringst, dann bringt es manchmal nichts. Deswegen, ich als Defensivspieler sowieso freut es natürlich, dass wir da wirklich die Steps auch gemacht haben und dass wir eine gute Truppe haben, eine gute Energie haben, ne? Mit Rami, mit Schlotti, mit Waldi, wo jetzt immer auch auf dem Platz stehen, ne? Auch mal ein bisschen physisch sein, auch mal einen reingrätschen, auch sich mal feiern für sowas, weil es muss auch gefeiert werden. Das ist genauso wichtig, wie wenn du vorne einen geilen Pass spielst oder ein Tor spielst, ist, wenn du hinten einen abgrätscht oder sonst ein bisschen mit physisch auch mitspielst da. Ich glaube, sowas feiern die BVB-Fans auf jeden Fall auch. Auf jeden Fall, das hört man auch, das ist gut so, das gefällt mir auch. Das Spiel jetzt am Samstag ist ein echtes Gipfeltreffen. Erster gegen Zweiter, die einzigen beiden noch unbesiegten Teams in der Liga. Was glaubst du, was wird das für ein Spiel werden? Ja, das will man dann sehen, aber ich denke sicher, dass es eine sehr geile Aufgabe für uns wird. Ich meine, wir wissen um die Qualität von Bayern, auch offensiv gerade. Sie haben extrem viele Tore geschossen. Ich glaube, jedes Spiel gewonnen bisher, auch wettkampfübergreifend. Ne? Von daher wird's eine geile Aufgabe, auf die wir uns sehr freuen. Wir wissen aber auch um unsere Qualitäten. Wir wissen, dass wir da dagegenhalten müssen, dass wir physisch sein müssen, dass wir da als Team auftreten müssen auch. Und ich hoffe sehr, dass dann ein geiler Kampf wird und wir wollen da auf jeden Fall auch das Spiel gewinnen, so wie wir jedes Spiel gewinnen wollen. Das ist unsere Aufgabe und ich glaube, mit der Einstellung gehen wir auch dahin. Vor so einem Spiel kommen immer viele Beobachter, ehemalige Spieler und die sagen, was ist der Schlüssel zum Erfolg in München? Und man hört immer wieder das Wort Mut. Inwiefern würdest du da zustimmen? Ist Mut der Schlüssel? Mut ist eine Grundvoraussetzung, wenn du auf dem Platz stehst. Ich glaube, es ist egal, gegen welchen Gegner du spielst, wenn du ohne Mut spielst, dann wird es immer schwer. Ich glaube, zu wissen, was genau es braucht, das ist eine Kunst. Ne? Wenn wir das genau wüssten, dann würden wir es jedes Mal machen und dann würden wir jedes Spiel gewinnen. Aber Mut ist auf jeden Fall eine Grundvoraussetzung. Ich finde auch, gerade wenn du auswärts nach München gehst, mit der Statistik, wo sie bisher auch haben, ist es wichtig, dass wir diesen Siegeswillen, diesen Bock auch dagegen zu halten und die zu ärgern, dass wir das auf jeden Fall mitbringen. Aber wie gesagt, das ist Grundvoraussetzung für jedes Spiel, um für jedes Spiel zu gewinnen. Ne? Ich glaube, was für uns wichtig ist, im Allgemeinen gesprochen einfach, ist, dass wir da weitermachen, wo wir auch bisher gut angefangen haben, als Team aufzutreten, kompakt zu sein, stabil zu sein und vor allem gemeinsam aufzutreten. Ne? Das ist das, was uns stark gemacht hat bisher und dass wir da einfach weiter dranbleiben. Bei den Bayern sticht so ein bisschen offensiv Harry Kane einfach raus, der trifft wie am laufenden Band. Schaust du dir vor so einem Spiel dann extra nochmal seine Laufwege, seine Schusstechnik an, von wo aus er am liebsten wie abschließt, oder sagst du, komm, die haben genug Offensivspieler, die vor mir auftauchen können?
Du guckst dir vor jedem Spiel jeden Spieler an. Ne? Es ist nicht so, dass du es nur für Harry Kane machst, sondern das machst du für jeden Spieler, Offensivspieler gerade. Auf der anderen Seite, glaube ich, hat der auch eine solche Qualität, da kannst du dir noch lange die Sachen angucken. Das bringt dir am Ende dann auch nicht viel, weil da eine gewisse Qualität da ist, aber du versuchst dich natürlich als Mannschaft und als Individualspieler, so gut es geht, auf das Spiel vorzubereiten, zu gucken, ob du was siehst oder was nicht siehst. Aber ich glaube, es ist nicht nur Statistik und Analyse. Ich glaube, es kommt auch sehr viel von innen, sehr viel Gespür, sehr viel Feeling auch. Ich denke auch gerade gegen Spieler wie Kane, der hat so gute Abschlüsse, da musst du es manchmal einfach ein bisschen spüren und ein bisschen das Feeling haben, was genau passiert im nächsten Moment. Weil wenn du da nur versuchst, auf irgendwas zu gucken oder im Kopf dann zu viel bist, dann reicht es dir nicht, da hast du keine Zeit, um da hinzukommen. Von daher, ist es eine Mischung, wie schon gesagt. Ich glaube, da kommt viel dazu. Einer deiner Mitspieler hat mir gestern erzählt, so eine Togetherness, hat er gesagt, also so ein Zusammenhalt in der Mannschaft, so wie jetzt. Hätte er noch nicht erlebt, seit er beim BVB ist. Wie erlebst du die Stimmung, den Zusammenhalt in der Mannschaft, gerade als Gruppe so? Sehr gut, wie er sagt, ne? Auf jeden Fall. Ich glaube, der Nico hat einen sehr guten Job mit uns gemacht, seit er gekommen ist, uns auch dahin zu pushen, ein Stück weit. Und auch natürlich aus der Mannschaft selber muss es auch immer kommen. Ne? Von daher glaube ich, ist es einfach ich meine, klar, wenn du lange unbesiegt bist, ist es immer einfacher, wie wenn es nicht so ist, um eine gute Stimmung da in der Mannschaft zu haben, das ist ganz klar. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, haben wir sehr gute Jungs, die Bock haben, erfolgreich zu sein. Und das ist auch mir immer wichtig und ich glaube, das ist auch eine Grundtugend, wenn du einfach als Gruppe erfolgreich sein willst, da gehört die Gruppe dazu, da ist nicht ein Einzelner, zwar das Individuum brauchst du auch, aber am Ende bist du 11 Mann auf dem Platz und dieses Mindset auch zu haben, um zusammen erfolgreich sein zu wollen, musst du einfach haben und da sind wir auf jeden Fall auf einem guten Weg im Moment. Wenn du jetzt viel über die Gruppe gesprochen hast, am Ende noch eine persönliche Frage. Wie sehr brennst du auf deinen ersten Sieg gegen die Bayern? Ja, auf jeden Fall ich will jedes Spiel gewinnen, von daher brenne ich auf jedes Spiel gewinnen zu wollen. Und am Wochenende wird es genauso sein. Es ist ein geiles Spiel, ist auswärts in München. Die sind gut drauf und von daher brauchst du von uns eine geile Einstellung und eine geile Energie und dann läuft das.